Lieber Erich, vielen Dank für die Einladung, dass ich zu dir kommen konnte und zu deiner Arbeit und zu deinem Leben in Papua-Neuguinea etwas mit dir sprechen kann. Warst du eigentlich ein Pioniermissionar, einer, der ganz von vorne angefangen hat, als erster? Ja, ich habe mich eigentlich nicht als Pioniermissionar verstanden, obwohl die Situation damals im Normandy Circle so war. Ich war ja auch nicht der erste Missionar in Normandy, sondern begonnen hatte die Arbeit der Leipziger Missionar Eckhard Weber, der aber leider nach dem ersten Term nicht mehr zurückgekommen ist, sodass wir dann die Arbeit 1964 übernommen haben. Wie lang war so ein Term, wenn man fragen darf? Ja, zur damaligen Zeit war es so, dass ein Term 6 Jahre betragen hat und nach 6 Jahren ist man dann in Heimaturlaub gegangen. Mhm. Wenn du von der Heimat sprichst, wo bist du denn aufgewachsen? Ich bin in der Oberpfalz, in der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg aufgewachsen, wo meine Eltern ein Elektrogeschäft hatten. Hast du da in deiner Kindheit schon von der Mission gehört oder wie bist du mit der Mission in Kontakt gekommen? Ich habe im elterlichen Geschäft Einzelhandelskaufmann lernen müssen, war der Wunsch meines Vaters. Aber nach Abschluss der Lehre, der Ausbildung, war für mich fest, dass dies wohl nicht mein Lebensberuf sein könnte und sein würde, sodass ich auf der Suche nach neuen Möglichkeiten war. Und da bin ich durch eine CVJM-Freizeit und einen guten Freund schließlich auf das Neuendettelsauer Missionsseminar gestoßen. Hattet ihr dann da auch Missionsplättchen oder sowas zu Hause? Nein, eigentlich nicht. Mein Vater war eben ganz und gar nicht dafür. Er wollte mich im elterlichen Geschäft behalten. Durch einen Besuch von Missionsinspektor Adam Schuster, damals im Elternhaus, den ich auf einem Missionsfest kennengelernt hatte, kam es dann zum näheren Gespräch, wie meine spätere Zukunft wohl aussehen könnte. Es ging vor allem darum, dadurch, dass mein Vater durchaus nicht einverstanden war, auch die Eltern zu überzeugen. Er hatte dann schon eingeladen, hier nach Neuendettelsau. Es gab hier ein Informationswochenende, wo junge Leute sich informieren konnten. Da habe ich teilgenommen und da ist dann die Entscheidung gefallen, dass ich hier 1955 in das Missions- und Diaspora-Seminar eingetreten bin. Und warum Papua-Neuguinea? Warum nicht Brasilien? Warum nicht Amerika? Das stand damals überhaupt noch nicht zur Diskussion. Es hat sich erst im Laufe der letzten Jahre entschieden, welches Land es sein würde. Und wie viele Jahre ging dann diese Ausbildung? Ja, es war praktisch ein 6-jähriges Studium von 1955 bis 1961. Man kann sagen, dass unser ehemaliges Missions- und Diaspora-Seminar einfach ein zweiter Bildungsweg als Theologiestudium ohne Abitur machen konnte. Die Eintrittsbedingungen waren entweder abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur. Ich hatte schon ein bisschen Latein in der Realschule, so wurde mir ein Jahr geschenkt. Ich habe im Pro-Seminar 2 damals begonnen und eben dann 6 Jahre lang die Ausbildung gemacht. Da waren sicher auch erfahrene Missionare in diesem Missionsseminar. Kannst du dich erinnern? Ja, damals, wie beispielsweise der bekannte Christian Kaiser oder der Dr. Georg Pielhofer, die haben wir dadurch im Laufe des Studiums alle kennengelernt. Hast du dann auch Griechisch und Hebräisch gelernt?
Ja, genau. Anfang war das Latinum. Wir wurden von Dr. Geisler unterrichtet und das neutestamentliche Griechisch hat Pfarrer Schmidt unterrichtet und Hebräisch und Altes Testament unser verehrter Lehrer Pfarrer Eduard Haller. Hast du im Missionsseminar dann auch Kollegen gehabt, mit denen du später wieder in Neuguinea zusammengearbeitet hast? Ja, wir waren in unserem Kurs 9 und von den 9 Absolventen sind 3 nach Neuguinea gegangen. Zusammen mit mir, Walter da hinten, und mein verstorbener Schwager Wolfgang Jakobsen. Habt ihr dann auch eine neuguineische Sprache gelernt? Nein, das Sprachstudium kam dann erst, als wir im Land waren. Was habt ihr dann im Land für eine Sprache studiert? Ja, ich bin damals in das Kotte-Gebiet gekommen zum Sprachstudium für 3 bis 4 Monate bei Gustav Bergmann in Boana. Und das hat sich dann fortgesetzt beim älteren Bruder Wilhelm Bergmann in Eger im Hochland. In welchem Jahr seid ihr ausgereist? Du bist nicht allein gegangen. Wir sind 1962 ausgereist auf dem holländischen Passagierschiff Oranje von Amsterdam nach Melbourne, zusammen mit Werner und Elisabeth Jakobsen und meinem Studienkollegen Walter und da hinten mit Frau Hildegard. Wir waren die ersten, Walter und Hildegard und meine Frau und ich, die verheiratet ausreisen durften. Also doch Pioniere. Ne? Auf dem Schiff, da wart ihr wie lange unterwegs? Wir waren 3,5 Wochen unterwegs. Ja, man kann sagen, das war so beinahe unsere Hochzeitsreise gewesen damals. Die Reise wurde öfter unterbrochen für Besichtigungen. Dauerte 3,5 Wochen, bis wir schließlich und endlich in Melbourne ankamen. Es war vorgesehen, dass wir zwecks Englischstudium 3 Monate in Australien bleiben. Wir sind dann von Melbourne mit dem Zug nach Adelaide gefahren, wo wir die nächsten Monate bis zur Reise nach Neuguinea verweilten. Und wir haben dort das australische Emmanuel Seminare kennengelernt, haben dort auch an Unterrichtsstunden teilgenommen. Der Principal war damals der Dr. Hebert, ja, der Präsident war der bekannte Dr. Löhe gewesen. Zusammen mit Walter und Hildegard bewohnten wir die 3 Monate das Resthaus der Finke River Mission in Henley Beach. Am Meer. Am Meer, ja. Wir sind dann nach den 3 Monaten mit dem Flugzeug über Brisbane nach Port Moresby geflogen. Dann nach Lae und dort haben wir dann erfahren, dass wir zum Sprachstudium zu Gustav und Anna nach Boana kommen. Mhm. Und danach seid ihr also zu Wilhelm Bergmann nach Eger gekommen, im Chimbu, heute Kundiaba. Ja. Wir haben da weiter Gottessprachstudium gemacht. Zu der Zeit waren sämtliche kirchliche Mitarbeiter Korte sprechend. Und ich habe dann auch bei Wilhelm Bergmann nach 2 Jahren meine Gottessprachprüfung abgelegt. Mhm. Hast du das Zertifikat noch? Ja, irgendwo liegt es noch. Gut. Das musste man wohl vorweisen bei der Mission. Ja, es war damals noch vorgeschrieben, dass man nach 2 Jahren etwa ein Sprachexamen in einer der Neuguinea Kirchensprachen abgelegt hat. Und das war dann damals ja Korte Yapim oder Kraket. Und als wir dann erfahren hatten, dass Eckhard Weber in Nongmane nicht mehr zurückkehren würde, sind wir
nach Normanne auf der WOW-Konferenz stationiert worden. Die WOW-Konferenz, was war das eigentlich? Ja, das war die jährliche Gesamtkonferenz, wo sich alle Mitarbeitenden zu einer mehrtägigen Konferenz getroffen haben. Du bist ja auch trainiert worden für deine Aufgabe dann im Busch in Normanne, im Inneren des Chimbu. Was hast du dann da gemacht in Egger, um da reinzukommen? Ja, Wilhelm Bergmann hat mich selbstverständlich, soweit es ging, mich mitgenommen an den Wochenenden, wenn er Gemeinden besucht hat. Auch damals konnte man ja schon mit dem Jeep viele Gemeinden entlang der Hochlandstraße besuchen. Aber auch von Eger Station aus sind wir zu Fuß zu einer Konfirmation damals eingeladen gewesen. Und so bin ich im Laufe der paar Monate mit den einheimischen Gemeinden in Kontakt gekommen. Wie wir dann schließlich wussten, dass wir nach Normanne gehen würden, hat mir Wilhelm Bergmann empfohlen, mit seinem Jeep nach Monono zu fahren. Monono liegt jenseits des Wagi-Flusses am Fuße des bekannten Erimbari Berges. Von dort aus bin ich dann zusammen mit einem Träger zu Fuß durchs Wagi-Tal. Zu Fuß durchs Wagi-Tal, wie muss man sich das vorstellen? Von Monono aus ging es ganz tief hinunter zum Wagi-Fluss und über eine der bekannten Hängebrücken. Es war die einzige Möglichkeit, auf die andere Seite des Flusstales zu kommen, ging es dann stundenlang hinauf bis zur Station Normanne. Wie hoch ist denn Normanne ungefähr gelegen? Normanne liegt knapp 2000 Meter hoch. Wie entstand dieses Normanne, diese Station? Die ersten Anfänge machte der amerikanische Missionar Bob Hütter von Monono aus durch eine Erkundungsreise. Es müsste das Jahr 1957 gewesen sein. Danach wurde dann das Stationsgelände festgelegt und wo der Flugplatz einmal entstehen könnte. Und als erster Missionar hat dann der Leipziger Eckhard Weber die Normanne-Arbeit begonnen. Es gab damals noch keine Straße nach Normanne. Von Kundiava aus konnte man nur bis Onkolai Gumini eine Straße benutzen. Ins Hinterland nach Normanne gab es noch keine Straße. Und wie weit war es von Onkolai Gumini noch bis Normanne raus? Von Onkolai nach Normanne zu Fuß etwa 8 Stunden. Und musste dann deine Frau und deine Tochter zu Fuß hin oder von ihr zusammen oder wie war das? Nein, wir sind per Missionsflugzeug von Eger nach Normanne geflogen. Der Flugplatz war ja fertig, aber wegen einer grassierenden Diphtherie-Epidemie im Normanner Gebiet durfte meine Frau mit unserem ersten Kind, mit der Doris, noch nicht mit nach Normanne. Die Doris musste erst die restlichen Schutzimpfungen haben. Es war eine schlimme Diphtherie-Epidemie, wo Kinder buchstäblich vor unserer Haustür gestorben sind und wir konnten nicht mehr helfen. Erst im Laufe der Folgezeit hat dann die Regierung eine Impfkampagne auch im Normanner Gebiet durchgeführt, wo die kleinen Kinder gegen diese Kinderkrankheiten geimpft worden sind. Wir sind selbstverständlich erwartet worden und Eckhard und Ursula Weber haben uns begrüßt und es war gut, dass wir noch die ersten Wochen zusammen sein konnten. Eckhard Weber hat mit mir auch noch eine Bereisung des Normanner Gebietes vorgenommen, sodass ich den
Circuit, Nomane Circuit, mit seinen 20 Dörfern kennenlernen konnte. Ihr habt da also eine Reise, wie ihr das immer nannt, ich habe es als Buschtrip kennengelernt, durch die verschiedenen Gemeinden in dem Nomane Circuit gemacht, 20. Da muss es ja dann auch 20 Mitarbeiter gegeben haben. Viele Jahre haben die alten Küstengemeinden Evangelisten in die Hochlandmission geschickt. Und auf diese Weise gab es auch in Nomane eine ganze Reihe von Evangelisten und Lehrern aus dem Kotte-Distrikt. So hatten wir beispielsweise 4 Evangelisten aus Bohana, 4 aus Vantuat, einen Evangelisten aus Kalasa, 2 aus Tappen, einen aus Zakakaraina und je einen aus Biliau und Ranara. Aber auch zu der Zeit war es so, dass die älteren Chimbu-Gemeinden, Chimbu-Circuits, bereits das südliche Hochland als ihr Missionsgebiet betrachtet haben und so Evangelisten aus Egamu, es waren 6, aus Onkolai 5 und aus Monono 1 im Nomane-Gebiet in den 20 Dörfern eingesetzt waren. Zu der Zeit war es noch üblich, dass man das Gebiet, den Nomane Circuit, regelmäßig besucht hat, im Durchschnitt 2 bis 3 Mal im Jahr. Das Wichtigste dabei war, dass man die Taufklassen inspiziert hat und die Evangelisten auf die Art und Weise ihre Arbeit auch vorgestellt haben. Nicht zu vergessen ist, dass auch die Küstenmitarbeiter ja erst einmal jahrelang selbst die Lokalsprache lernen mussten, ehe sie dann überhaupt als Evangelist die Taufklassen unterrichten konnten. Je nachdem, wie sprachbegabt die waren, aber es war meistens schon eine lange Anlaufzeit, bis sie die Sprache so konnten, dass sie dann auch eine Taufklasse unterrichten konnten. Die hatten ja auch keine Verwandtschaft da, die mussten sich ja versorgen. Ja, das war immer so üblich und auch von den Dörfern erwartet worden, wenn sie einen Evangelisten haben wollten, dass sie Land für den Hausbau und dann auch Feldbau für die tägliche Nahrung zur Verfügung gestellt haben. Ja, das war manchmal schon problematisch, dass die Evangelisten sagen mussten, wir haben zu wenig Unterstützung von der Kirche, haben sie ja damals noch überhaupt nicht bekommen. Und die waren also in den Dörfern, auch im Hochland, ja Selbstversorger. Hausbau waren sie ja ganz auf die einheimische Bevölkerung angewiesen. Mhm. Auch in Nomane war weit verbreitet der Todeszauber aus dem Chimbu-Gebiet, das sogenannte Kumo. Auf einem meiner Buschtrips habe ich es erlebt, dass am Ortseingang ein schlimmes Geschrei im Gange war. Und als wir uns erkundigten, was los war, haben wir erfahren, dass eine junge Frau blutig geschlagen worden ist, weil sie des Kumos beschuldigt worden war. Eines der Kinder im Dorf war verstorben und die Betreffende wurde des Kumos beschuldigt, also als Hexe bezeichnet, die man früher ja im Chimbu oft auch getötet hat oder in den Wagefluss gestoßen hat. Kumo, was haben die Leute da gedacht, was die da machen, wenn sie Kumo machen? Ja, Kumo bedeutet, dass der Betreffende von einem bösen Geist besessen ist, dass die Kumo-Geister in den Betreffenden eingedrungen sind. Tod war ja nichts Natürliches. Man musste suchen, wer der Urheber, der Verursacher war. Und da wurden
dann diese Leute übel zugerichtet oder getötet oder in den Fluss gestoßen. Man kann es mit unserem mittelalterlichen Hexenglauben etwa vergleichen. Gab es das auch in Noman, dass sich jemand dann ein Kumo verwandeln konnte in ein Tier, was dann nachts herumgestreift ist und sich Opfer gesucht hat? Und Ja, genau. dass auch das durch die Nase reinging, hast Ja, du ja. vorhin so angedeutet. Das ist ja der Grund, warum die Nasenpfeile, warum man Öffnungen versucht hat zuzumachen, damit die bösen Geister nicht eindringen können. Kumo-Geist als Tier, der kann als Ratte, oder als Insekt, kann der Kumo-Geist in den Körper eindringen und verursacht dann diese schlimmen Folgen. Ein Beispiel, unser Stationsbibelschullehrer Nakebo, der hatte guten Kontakt zu den Schülern und hat über solche Dinge auch gesprochen. Im Nachbardorf wurde auch ein Mann des Kumos beschuldigt. Er war schon tot und begraben. Die haben bewiesen, dass der nicht des Kumos schuldig ist und haben die Leiche wieder ausgebuddelt, um zu zeigen, das stimmt gar nicht. Der Nagibo ist mit Bibelschülern aus den Dörfern auch an die Geisterplätze gegangen. Ja. Wo es dann heißt, es gab doch in Neuguinea überall heißt Geisterplatz, da darf man nicht hingehen und so weiter. Oder da muss man sterben. Der war also ein ganz beherzter, überzeugter. Ja, Evangelisten waren es meist so um 20, die stationiert waren. In einer ganzen Reihe von Dörfern wurden dann im Laufe der Zeit auch kleine Dorfbibelschulen angefangen, damit die Kinder wenigstens etwas lesen und schreiben gelernt haben und dann auf diese Weise auch in der Stationsbibelschule aufgenommen werden konnten und dort ausgebildet worden sind. Pastoren gab es zu der Zeit noch nicht. Bei meinem Weggang 1973 hatten wir für das ganze Normanner Gebiet lediglich 2 Pastoren, die im Pastorenseminar in Oglbeng ausgebildet worden waren. Es gab jedes Jahr eine Distriktkonferenz, auch im Chimbu. Und ein Highlight war, dass dann erstmals eine Distriktkonferenz auf der Normanner Station stattgefunden hat, im Zusammenhang mit einer ersten Pastorenordination. Und sind dann die Delegierten und so, sind die da alle mit dem Flugzeug gekommen? Ja, die sind damals alle mit dem Flugzeug eingeflogen worden. Das heißt, ihr seid Zeit eures Lebens da immer hin und her geflogen, nach Ega und nach Goroka, oder? Ja, genau. Wir waren ganz auf das Flugzeug angewiesen. Die Straße von Kundiawa über Omkolai, Gumini nach Nomani ist erst Ende der 60er Jahre fertiggestellt worden. Und dadurch kam dann vor allem auch das Kaffeegeschäft mehr und mehr in Gange. Die Kaffeeaufkäufer kamen dann in unser Gebiet. Vorher wurde das ganze Kaffeegeschäft über die Missionsstation abgewickelt. Wir haben auf der Station jahrelang den Rohkaffee aufgekauft und in die Kaffeefabrik nach Goroka geschickt. Als die Straße in Anführungsstrichen fertig war, haben wir schließlich und endlich auch einen Land Rover bekommen, mit dem ich einige Dörfer jedenfalls erreichen konnte. Ja, in der Regenzeit musste man immer mehr mit Erdrutschen rechnen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir den einen Teil des Gebietes Richtung Kielau, Omkolai besuchen wollten und durch einen Erdrutsch nicht mehr weiterkamen. So mussten wir das Auto einfach eine Woche stehen lassen und es ging zu Fuß weiter. Wie lang haben solche Buschtrips gedauert insgesamt und wie waren die Distanzen zwischen den Dörfern? Ja, das Hochland ist ja bekanntlich im Vergleich zur Küstenregion dicht besiedelt. Meistens war man von Dorf zu Dorf zwischen 1 und 4 Stunden unterwegs. Die Station Nomane liegt etwa in der Mitte.
So haben wir die regelmäßigen Besuche aufgeteilt. In der einen Hälfte jeweils 8 bis 10 Tage und die andere Hälfte haben wir dann auch in 8 bis 10 Tagen. Und auf der Station war es so, dass ich in der Stationsbibelschule auch unterrichtet habe. Wir hatten einen angesehenen und guten Stationsbibelschullehrer aus Zacker, der dann später auch der erste Circuit-Präsident von Nommerne geworden ist. War natürlich auch noch viel Aufbauarbeit auf der Station zu tätigen, dass die Buschhäuser so langsam aber sicher mit Blechdach, also permanent gebaut werden konnten. Der Kaufladen und auch die Stationsbibelschule. Hattet ihr dann auch so technische Einrichtungen, mit denen man Holz bearbeiten konnte? Oder Ja, so? vorgefunden habe ich schon bei unserer Ankunft in 1964 einen Dieselmotor, eine Hobelmaschine und so war es möglich, dass man Bauholz bearbeiten konnte. Mhm. Die Stationsbibelschule, wie viele Tage die Woche gab es da Schule? Ja, jeden Tag. Die Bibelschüler aus den verschiedenen nahen und auch fernen Dörfern mussten sich, wie das üblich ist, in Neuguinea selbst versorgen und selbst ihre Süßkartoffel und ihr Gemüse anbauen. Ja, es sind nicht wenige dann in die Distriktbibelschule nach Kebamugel gegangen. Andere sind halt in ihre Dörfer zurück und konnten zumindest ihre Bibel und ihr Gesangbuch lesen und verwenden. Zur Familie, hat deine Frau dann auf der Station Kinder bekommen? Weitere 3 Kinder sind während unserer Zeit in Nommerne geboren. 3 Kinder im Lutheran Mission Hospital in Yagaum. Yagaum in Madang. Madang, ja, genau. Es hieß also Flugreise. Und unser jüngster, Wolfgang, ist im Regierungskrankenhaus Goroka geboren. Ihr hattet wahrscheinlich einen Garten und konntet euch da aus dem Garten versorgen. Aber wo habt ihr Shampoo, Seife und solche Sachen herbekommen? Was sonst notwendig war, wurde damals regelmäßig aus dem Lutheran Mission Supply House in Madang bestellt und kam dann per Missionsflugzeug auf die Station. Aber man konnte selbstverständlich auch über Funk. Ja. Der Funk war vor allem wichtig für den Kontakt zum Missionskrankenhaus in Yagaum, weil wir viele kranke Leute behandeln mussten und oft ja ärztlichen Rat brauchten, sodass wir fast täglich und wöchentlich Kontakt hatten. Wer hat die vielen Kranken behandelt? Es gab zwar von der Regierung schon einen sogenannten Aid Post, aber viele sind zur Behandlung zu uns auf die Station gekommen und meine Frau Christel hat die Krankenbehandlung gemacht. Lepra war noch ziemlich verbreitet und die Leute hatten Angst, dass sie von der Regierung aus in irgendein Lepra-Krankenhaus geschickt werden, lange von der Heimat entfernt leben müssten. So haben wir einmal erlebt, dass ein älterer Mann wegen seiner Lepra ins Feuer gefallen war und den ganzen Rücken verbrannt hatte, sodass wir ihn zur Behandlung per Missionsflugzeug ins Krankenhaus nach Goroka schicken mussten. Auf der Nachbarstation in Karamui, da hatte er zu unserer Zeit die Mission das Lepra-Krankenhaus. Da war es ja noch viel mehr verbreitet, Lepra, als bei uns. Wie war das Leben in Nommerne so weit weg? Wie sah das dort aus? Habt ihr da Heimweh gehabt oder fühltet ihr euch einsam und verlassen? Wir haben uns eigentlich bald und gut auf der Außenstation Nommerne eingelebt und Kontakt zu
Kollege. Damals war es üblich, dass man sich im Urlaub gegenseitig besucht hat. Wo seid ihr dahin? Ja, entweder nach Rongo, Wer war dort? Gottfried und Martha Seiler waren in Rongo. Oder wir sind nach Kevamugel zu Kleins und die Kleins haben uns wieder besucht in Normanne. Es ging eigentlich immer hin und her. Männer haben sich ja meistens auf der jährlichen Konferenz in Wau getroffen, anders war es bei den Frauen. Die sind doch meistens dann mehr oder weniger auf der Station geblieben. Wir haben uns wirklich wohlgefühlt und haben eigentlich nie Heimweh gehabt. Wir sind gerne da gewesen. Gab es auch dramatische Erlebnisse? Ja, ich erinnere mich beispielsweise 3 Wochen vor unserem ersten Heimaturlaub gab es eine schlimme Geschichte. Es gab einen Brand auf der Station, es war Trockenzeit und innerhalb kürzester Zeit ist das ganze Bibelschuldorf abgebrannt. Wir hatten zwar eine Circuit-Konferenz, es wären genug Leute da gewesen, aber man hat in Neuguinea ja kein Wasser und keine Feuerwehr. Wir konnten nur hilflos zuschauen, wie die Buschgebäude, Kochhäuser, Wohnhäuser und das Bibelschulgebäude abgebrannt. Wie viele Häuser waren davon betroffen? Ein halbes Dutzend war es bestimmt. Erst in der Folgezeit wurde ein permanentes Schulhaus gebaut. Wie sind die Kinder da zurechtgekommen? Ja, die Kinder, wie üblich, die waren überglücklich als kleine Kinder auf einer Außenstation. Und die Probleme mit den Kindern beginnen dann eigentlich erst, wenn sie ins Schulalter kommen. Gab es auch Enttäuschungen in der Arbeit? Und selbstverständlich gab es auch Enttäuschungen, aber ich könnte jetzt nicht sagen von einem gravierenden Erlebnis. Kannst du dich noch an Höhepunkte erinnern? Ja, Höhepunkte waren selbstverständlich immer die Ersttaufen in den Dörfern. Wir haben große Tauffeiern gehabt, die größte Taufe und auch in der größten Gemeinde im Circuit war die Gemeinde Kilau zwischen Omkolai und Nomane und die zweite Taufe, da waren damals über 600 Männer, Frauen und Kinder getauft. Zu der Ersttaufe waren auch die Nachbarmissionare eingeladen. Es war wie üblich in Neuguinea ein tagelanges großes Fest. Es sind ja dann nach mehrjährigem Taufunterricht Erstgemeinden entstanden. Bis zu unserem Weggang gab es dann in jeder Gemeinde, in jedem Dorf bereits eine Erstgemeinde und meistens auch zweite Folgeklassen von Katechumenen. In diesen Gemeinden kann man da auch vielleicht so vorher und nachher feststellen? Hat sich da was geändert nach den Taufen und nach diesen Gründungen der Erstgemeinden? Ja, schon, aber wie zu erwarten war, das alte Leben, die alte Kultur, die alte Tradition, Zauberei und dergleichen ist immer wieder aufgeflackert. Vor jedem Tauffest, es hat meistens begonnen am Vortag, dass die alten Zaubergegenstände abgegeben und zur Schau gestellt wurden und verbrannt wurden. Gab es meistens eine Kircheinweihung, Buschkircheneinweihung und am Sonntag hat dann das große Tauffest stattgefunden. Wie sah der Kontakt mit der Heimat aus? Der einzige Kontakt zur Außenwelt war ja durch unser Funkgerät, aber nach Übersee war der einzige Kontakt schriftlich, brieflich. Zu der damaligen Zeit war eigentlich der Postverkehr recht gut. Briefe haben meistens 8 bis 10 Tage gedauert. Na, da konnte man ja nach 3 Wochen schon wieder mit einer Antwort rechnen. Ja, genau. Das hat sich also sehr geändert. Ne? Ja. Aber heute, Gott sei Dank, elektronisch, kein Problem. Wenn du die Wahl hättest, nach Neuguinea nochmal zu gehen als Missionar, würdest du gehen oder würdest du sagen, danke, es genügt, ich habe so viele Erfahrungen gemacht, gute oder schlechte, ich brauche das nicht mehr? Nein, wir waren wirklich gerne da.
Ich würde mich auch heute wieder so entscheiden. Wäre gerne noch einmal nach Neuguinea gegangen. Wir waren einmal 6 und einmal 4 Jahre und mussten dann leider vorzeitig abbrechen wegen Schulproblemen unserer Kinder. Lieber Erich, ganz herzlichen Dank für deine geduldige und sachkundigen Antworten über diese Zeit in Neuguinea. Vielen Dank und vielen Dank auch deiner Frau, die jetzt hier nicht dabei ist, aber dass ihr diese Arbeit gemacht habt. Ich wünsche euch noch weiterhin Gottes Segen und ein gutes Alter hier in Neuendettelsau. You're the key.